Die nächsten 3 Doppelstunden wird es um das Thema Medien und Politik gehen. Und heute in der ersten Doppelstunde möchte ich mir mit euch die Funktion der Medien in einer Demokratie anschauen. Die Leitfrage, die uns während der ganzen Unterrichtsreihe immer so ein bisschen begleiten wird, ist: Bestimmen die Medien die neue Bundeskanzlerin oder den neuen Bundeskanzler? Und ich denke, das ist eine ganz spannende Frage, weil ja auch in diesem Jahr wieder Bundestagswahlen anstehen. Ja, zu Beginn möchte ich euch jetzt einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Und ja, euch bitten, dass ihr euch während des Films auch bitte Notizen macht. Ich habe hier an die Tafel 3 Leitfragen geschrieben, die euch bei der Beobachtung helfen sollen und die ihr dann im Anschluss beantworten sollt. Einmal, welche Medien werden in dem Film gezeigt? Hinterher, wenn ihr die Leitfragen beantwortet, könnt ihr dann auch noch natürlich ergänzen, welche Medien ihr dann vielleicht schon kennt. Dann die zweite Frage: Welche Funktionen sollen die Medien in einer Demokratie haben? Und als dritte Leitfrage: Welche Probleme können zwischen Medien und Politik auftreten? Auf die dritte Leitfrage zu dem Problem, da geht der Film nicht ganz so intensiv drauf ein, wie auf die Funktion. Ich möchte aber trotzdem, dass ihr euch im Anschluss mal mit Hilfe eurer Beobachtung Gedanken macht. Ja, was ihr meint, welche Probleme denn so auftreten können. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, beginnen wir mit dem Film. So, das war's jetzt erst einmal bis hierhin. Ich mache mal kurz den Fernseher aus. Ja, ihr habt jetzt ich sage mal 5 Minuten Zeit, euch mit eurem Partner über den Film auszutauschen. Und ja, probiert mal, die Leitfragen stichpunktartig zu beantworten, dass wir dann gleich zusammen in der Klasse darüber sprechen können. Ja, ich würde sagen, wir starten. Ja, wir gehen einfach mal nach den Leitfragen und fangen dann damit an, welche Medien wurden in den Filmen gezeigt oder welche Medien kennt ihr? Ja, Maren? Also in dem Film wurde gezeigt die Zeitung, die Presse und auch ein bisschen das Internet. Genau. Also ich schreibe mal auf, also einmal Zeitung. Was hattest du noch drin? Das Internet? Ja, genau, das Internet. Und Presse. Genau. Wobei wir nennen das jetzt einfach mal die Zeitung. Presse? Ja? Radio und Fernsehen auch? Radio und Fernsehen auch, genau. Noch weitere Medien oder waren das so die zentralen? Ja, jetzt wurde gerade Presse gesagt. Was gibt es denn noch? Es gibt natürlich Zeitungen. Gibt es noch sowas in der Art? Magazin? Genau, Magazin, Zeitschriften, sowas, ja? Schreibe ich auch noch mal dazu. Genau. Noch eine Ergänzung oder seid ihr damit so zufrieden, wie das da so steht? Vielleicht noch eine andere Sache. Hier steht ja jetzt Massenmedien drüber. Warum sind denn die genannten alles Massenmedien? Ja, Markus? Vielleicht, weil also zum Beispiel in der Zeitung jeden Tag etwas von der Politik drin steht? Ja, deswegen heißen die aber nicht Massenmedien. Vielleicht, weil die viel sehr schnell verbreiten können. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Warum Massenmedien? Vielleicht auch, weil das auch so viele Leute benutzen. Genau, weil es einfach ein Medium oder Medien sind, die von ganz vielen Menschen benutzt werden und die natürlich auch die Kommunikation zwischen ganz vielen Menschen ermöglichen. Deshalb habe ich hier extra nochmal Massenmedien hingeschrieben. In unserer Unterrichtsreihe geht es um Massenmedien, aber ich werde das jetzt nicht immer als ganzes Wort aufschreiben, sondern es wird hier im Unterricht einfach mit Medien abgekürzt. Okay? Ja, dann zu der zweiten Leitfrage. Welche Funktionen sollen die Medien in einer Demokratie haben?